Moin, heute gibt's Bruschetta, eines der einfachsten Sommerrezepte überhaupt. Aber genau bei solchen simplen Rezepten merkt man auch, die Zutaten machen wirklich den Unterschied. Los geht's. Ich starte mit dem Knoblauch. Den schäle ich, schneide ihn in dünne Scheibchen und hack ihn danach fein. Und dann kommt er direkt auch in eine große Schüssel. Wenn du Basilikum erntest, schneid am besten nicht nur einzelne Blätter ab, sondern den Stängel oberhalb von einem Blattpaar. Dann verzweigt sich die Pflanze und wird mit der Zeit immer buschiger. Und noch ein kleiner Tipp: Diese Basilikumtöpfe aus dem Supermarkt sind oft viel zu eng bepflanzt. Eigentlich ist jeder Stängel eine eigene kleine Pflanze. Wenn du sie auf mehrere Töpfe oder einfach ins Beet aufteilst, bekommen sie mehr Platz und Nährstoffe und halten deutlich länger. Weiter geht's mit den Tomaten. Hier nehme ich kleine, richtig aromatische Kirschtomaten. Die schmecken nicht nur intensiver, sondern saften auch nicht so stark wie große Tomaten und dadurch wird das Brot später nicht sofort matschig. Die Tomaten schneide ich klein und gebe sie in die Schüssel. Dazu kommen jetzt noch Pfeffer, Salz und Olivenöl. Und auch hier lohnt es sich, gute Zutaten zu nehmen. Meine Pfeffermischung besteht aus rosa Beeren, Telly-Cherry-Pfeffer, schwarzem Pfeffer und Szechuan-Pfeffer. Beim Salz nehme ich grobes Meersalz und das Olivenöl habe ich gerade erst aus Spanien mitgebracht. Das ist richtig schön fruchtig. Die Tomatenmischung lasse ich jetzt mindestens 30 Minuten ziehen, damit sich die Aromen richtig schön verbinden können. Kurz vorm Servieren schneide ich das Ciabatta in eher dünne Scheiben. Ich mag das lieber so, weil sie schön knusprig werden, aber man sich daran nicht direkt den Gaumen aufreißt. Die Brotscheiben röste ich ohne Öl im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 7 Minuten auf einem Rost, bis sie knusprig sind. Danach kommt die Tomatenmischung direkt auf das warme Brot und fertig ist eine richtig gute Bruschetta. Wenn dir solche einfachen Sommerrezepte gefallen, lass mir gerne ein Like da und schreib mir in die Kommentare, mit was du deine Bruschetta am liebsten isst. Bis zum nächsten Video, eure Marie.